Hallo liebe Löwen, schauen wir in die Energie der nächsten 2 Wochen für das Kollektiv der Löwen. So, was haben wir hier? Erinnerungen. So, unterm Deck habt ihr eine Situation, die emotional ist, die emotionale Reife erfordert, die auch Vertrauen braucht. Hier sind auch Personen, die gute Intentionen haben, gute Ratschläge. Und hier ist eine Zeit, wo Herausforderungen und Probleme gelöst werden. Hier sind sehr großzügige Menschen auch, 100%ige Leute, also jemand, der hier voll und ganz 100% verlässlich ist. Das könnte hier auch eine Eigenschaft sein, die euch selbst betrifft oder die euch hier in dieser Legung irgendetwas zu sagen hat. So, dann haben wir hier das Verklären der Vergangenheit. Ein Urteil, wo man vielleicht selber denkt, ach, früher war alles besser oder vielleicht auch alles schlechter. Es geht darum, die Wahrheit zu erkennen, alles von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten. Es ist auch so ein Hinweis, dass Menschen aus der Vergangenheit mal wieder vorbeikommen könnten oder ins Leben kommen. Kinder könnten ein Thema sein oder auch das eigene innere Kind. Und es geht ein bisschen darum, dass ihr für Klarheit sorgt. Hier schläft jemand, ne? Und hat irgendwie dieses Problem, nicht richtig achtsam zu sein, die Zeichen nicht zu erkennen. Und hier ist jemand, der weckt uns auf oder weckt euch auf und bringt euch wieder in den Fluss. Ihr kommt an den Punkt, an dem ihr erkennt, was die Wahrheit ist, und möglicherweise braucht ihr hier auch mal eine Auszeit. Eine Zeit, wo man euch mal in Ruhe lässt, wo man euch ruhen lässt. Weil hier warten Entscheidungen, die ihr treffen sollt, die ihr vielleicht auch verträumt oder die ihr nicht richtig entscheidet, weil ihr nicht klar seht. Also hier ist dieses Ding, zieh dich zurück, kläre dich im Innern. Möglicherweise vermeidet ihr auch, dass ihr niemand verärgert. Aber hier ist eine Lösung präsent, die für alle gut ist oder für alle auch optimale Ergebnisse bringt. Schauen wir ein bisschen weiter für das Kollektiv der Löwen. Um was geht es? Ja, hier ist Wissen, Wahrheit, Wissen, Information, Lektion. Das Unbewusste, das nach oben drückt, aber auch tatsächlich, dass Geheimnisse rauskommen, dass euch offenbar wird, was ihr bisher nicht erkannt habt. Ein Knoten im Unterbewusstsein kann sich hier auch lösen. Ja, es geht hier darum, was gebt ihr nach außen, was zeigt ihr der Welt und was behaltet ihr für euch, wie nimmt man euch wahr, wo sind unausgesprochene Dinge, Missverständnisse. Das hier können auch Aussprachen sein. Es kann hier um eine Herzensangelegenheit gehen, um eine Erfahrung, wo ihr selber so auch denkt, ich bin im Mangel, ich brauche irgendwoher das Gefühl von Liebe. Was strahlt ihr an Liebe in die Welt hinaus, wo kommt etwas zurück? Wo ist ein unbearbeiteter Liebeskummer vielleicht auch? Es geht um euch, es geht um den annehmenden Teil und es geht ein Stück weit auch um eure Vergangenheit. Ne? Hier ist ja das Verklären der Vergangenheit auch dabei. Hier habt ihr die Veränderung, das Wissen, das Veränderung bringt.
Aussprachen, die wieder in die Möglichkeit führen, Veränderung an sich herbeizuführen, da wo sich vorher nichts getan hat. Ich glaube, es ist ja auch so, dass ihr eine Erfahrung macht, die auch alles verändern kann. Ne? Hier sind viel Emotionskarten und es geht um Dinge, die euer Herz betreffen oder die euch auf dem Herzen liegen, die ihr vielleicht sehr viel mit euch selbst ausmacht. Ja, mit euch selbst ausmacht. Jetzt eventuell das Gefühl, man müsste alles alleine machen oder man ist immer alleine mit den Dingen, aber wir sind alle alleine auf die Welt gekommen und wir müssen uns hier irgendwie zurechtfinden. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht auch so Dinge, wo man emotional auch mal etwas abgibt oder wo man um Hilfe bittet, wo man eben selbst dafür auch sorgen kann, dass man die Mauern, die dieses verursachen, sprengen. Der ein oder andere hat vielleicht hier auch Sachen mit Ämtern oder Behörden, wo jetzt irgendwie Wind reinkommt. Die Selbstständigen haben hier vielleicht endlich etwas, was sie umsetzen können. Macht einen klugen Zug. Hier kann auch sein, dass vom Außen, vom Umfeld Dinge sind, die sich für euch nicht mehr stimmig anfühlen und ihr versucht, die Situation zu ändern, was euch auch gelingt. Wir haben das Kleeblatt dabei. Im Prinzip ist es auch etwas, wo man vielleicht nicht mehr an sein Glück glaubt oder wo man das Glück von anderen abhängig macht. Eine Veränderung auch im Bereich der Herzensangelegenheit, Liebe, die euch vielleicht an sich zu oberflächlich war. Man sieht hier dieses Gefühl, ich bin immer nur kurz glücklich. Das Umfeld spielt hier eine große Rolle und auch der berufliche Bereich. Hier können Blockaden sein im beruflichen Bereich, Hindernisse. Man sieht hier die Veränderung, ne? Vielleicht auch auf mehreren Bereichen. Kleinigkeiten, die sich verändern können, die wieder entlastend sind. Aber man sieht auch sowas wie Umzüge, Veränderungen am häuslichen Bereich. Ne? Jetzt ist so ein bisschen vielleicht auch eine neue Erfahrung. Ihr kommt an ein Wissen, das wieder gehfähig macht oder das euch an sich wieder in die Chance bringt, etwas so zu erkennen, dass ihr etwas draus machen könnt. Hier liegt es nicht, dass man immer nur in die Vergangenheit guckt oder da sich drauf konzentriert, sondern dass man im Hier und Jetzt ist, dass man das nutzt, was man an Potenzial hat. Und die Antilope bringt tatsächlich auch zu, dass Befreiung stattfindet, dass neue Strömungen sind, dass Wissen verfügbar wird, das ihr braucht. Hier ist auch die geistige Ebene, die angeregt wird auf jeden Fall. Herzöffnung. Und es schließt sich ein Kreis, ein neuer beginnt. Neue Ideen kommen. Die Antilope kommt ins Leben, um das ihr erkennen dürft, dass das Leben sich immer wieder wandelt, dass es Zyklen gibt im Leben und dass manche Erfahrungen sich eben wiederholen, damit man sie anders bilanzieren und reflektieren kann. Die Antilope macht große Sprünge, ne? Die zeigt dann eben auch diese Bereitschaft an, dass euch niemand aufhalten kann, dass ihr euren Weg macht und dass sich neue Dinge auch auf kurzem Weg entwickeln können. Gute Augenblicke jedenfalls für Neubeginne jeglicher Art, die dann auch wieder sehr stabilisierend sind. Also lasst euch von Hindernissen nicht entmutigen. Die Antilopen, die springen da auch mal ganz easy drüber. So, hier haben sich zwei umgedreht. Das ist einmal die Kornblume. Hier geht es eben um das Auge, das alles erkennt, das in Reinheit die Wahrheit sieht, das klare Gedanken macht. Und es geht mit dem Fliegenpilz darum,
ein bisschen auf Selbstreise zu gehen, zu gucken, von was träume ich, wer bin ich wirklich, wer möchte ich sein. Ihr seid wichtig, Selbstliebe-Themen, und ihr dürft auch mal feiern, was ihr schon alles erreicht und geschafft habt. Also klopft euch selbst auf die Schulter, geht aus dem Mangel raus, seid wandelbar. Dann steht euch eine schöne Zeit bevor. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch bis bald.